Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir gemeinsam diesen süßen Hasen hier. Ich erzähle euch alles natürlich Schritt für Schritt. Wir machen alles Schritt für Schritt gemeinsam. Wir fangen hier mit dem Kopf an, weil viele von euch können auch den Körper bestimmt von alleine. Aber den habe ich auch etwas anders gemacht. Das zeige ich euch natürlich im Anschluss auch im Schnelldurchlauf denn. Und wir machen jetzt den Kopf. Das Gesicht kann natürlich jeder nochmal selber gestalten, wie er möchte, wenn das nicht so gefällt. Die Ohren machen wir und das geht auch eigentlich relativ zügig und wir fangen auch direkt an. Den Kopf häkele ich jetzt mit einer 2,5 mm Häkelnadel und den Körper habe ich hier auch zwar mit einer 2,5 mm Häkelnadel gehäkelt, aber da könnt ihr auch umswitchen auf 3 oder 3,5. Und ich zeige euch jetzt alles Schritt für Schritt. Wir fangen an mit einem magischen Ring. Dafür legen wir uns den Faden auf die 2 Finger, wickeln es einmal drum, gehen mit der Häkelnadel hier vorne rein, holen den hinteren Faden raus. Wir nehmen den Faden, ziehen einmal durch und jetzt häkeln wir hier in diesen Ring 4 feste Maschen. 1, 2, 3 und 4. Dann ziehen wir das hier einmal zu mit dem kürzeren Teil. Und jetzt in der nächsten Reihe gehen wir hier in die erste Masche rein. Und wir verdoppeln jetzt hier so gesehen in der zweiten Runde jede Masche einmal, so dass wir von 4 auf 8 feste Maschen kommen. 1, in dieselbe noch einmal rein. 2, in die nächste wieder 2 feste Maschen, also 3 und 4. In die nächste wieder 2 feste Maschen, 5 und 6 und in die nächste auch noch mal 2 feste Maschen, 7 und 8. Somit ist unsere zweite Reihe auch schon fertig und jetzt fangen wir an, dass wir in der nächsten Runde jede zweite verdoppeln. Ihr könnt euch jetzt hier einen Maschenmarkierer ranmachen, damit ihr wisst, wo der Anfang ist. Und dann häkeln wir hier eine feste Masche in die nächste und in die nächste dann 2 und noch eine in dieselbe, dann in die nächste wieder eine, dann wieder 2 und das machen wir dann jetzt immer Runde für Runde so gemeinsam. Die Runde ist jetzt schon gleich vorbei. Und in die letzte hier auch noch mal 2 feste Maschen. Maschenmarkierer packe ich wieder nach oben. Also wir hatten den magischen Ring mit 4 festen Maschen, dann haben wir verdoppelt auf 8 feste Maschen. Jetzt haben wir jede zweite verdoppelt und jetzt in der 4. Reihe verdoppeln wir jede dritte. Also 2 einzelne feste Maschen in die nächsten beiden. Und in die dritte machen wir dann 2 feste Maschen. Und das machen wir auch bis zum Ende der Reihe. Immer in die dritte Masche machen wir 2 Stück, ansonsten 2 einzelne.
Am Ende der 4. Reihe angekommen. Maschenmarkierer wieder neu ansetzen. Dann stülpe ich mir das hier schon mal so richtig rum einmal raus. Und jetzt fangen wir in Reihe 5 an und hier verdoppeln wir jede 4. Masche. 3 einzelne in die nächsten 3 Maschen. 1, 2 und 3. Und in die 4. kommen 2 feste Maschen rein. Dann wieder 3 einzelne. 1, 2 und 3. Und 2 feste Maschen in die 4. Und das auch bis zum Ende der Reihe. Am Ende der 5. Reihe angekommen. Wir fangen jetzt in Reihe 6 an und verdoppeln jede 5. Masche. 1, 2, 3, 4 und in die 5. Masche kommen 2 feste Maschen. Und das wieder bis zum Ende der Reihe. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 sind in einer Masche. Am Ende der Reihe angekommen, sind wir jetzt in Reihe 7 angekommen und Reihe 7 und 8 sind identisch. Das heißt, wir häkeln nur eine Runde mit festen Maschen, nur eine feste Masche in jede Masche und das jetzt einmal 2 Runden lang und dann fangen wir auch schon an, den Kopf wieder zu schließen und machen die Nase und die Augen rein. Das zeige ich euch gleich. Wir haben jetzt in Reihe 7 und 8 nur feste Maschen gehäkelt und jetzt in Reihe 9 fangen wir schon an mit den Abnahmen. Und zwar häkeln wir erstmal nochmal 3 einzelne feste Maschen. 1, 2 und 3. Und von der 4. und von der 5. Masche nehmen wir uns nur die eine vordere Schlaufe. Also einmal durch die erste Schlaufe von der 4. und hier auch von der vorderen Schlaufe von der 5. Dann gehen wir dadurch beide durch, haben 2 Schlaufen und ziehen durch beide durch. Das heißt, wir fangen an, das zu verkleinern und haben die Abnahmen gemacht. Und das machen wir jetzt diese ganze Reihe auch, so dass wir immer die 4. und die 5. abnehmen. Also 3 einzelne feste Maschen noch. Und bei der 4. durch die eine Schlaufe und bei der 5. durch die eine Schlaufe. Durch beide durchziehen. Und hier haben wir das verkleinert. Und das machen wir jetzt auch einmal bis zum Ende der Reihe. Und dann erzähle ich die nächsten Schritte.
Wir nähern uns hier dem Ende. Hier habe ich nur noch 4 feste Maschen. Hier mache ich ganz normal nur feste Maschen noch rein. Dann packe ich den Maschenmarkierer wieder nach oben und wir fangen in Reihe 10 an. Hier werden wir 2 einzelne feste Maschen häkeln und die dritte und die vierte abnehmen. Also auch hier bei der dritten Masche eine Schlaufe und bei der vierten durch beide durch und abnehmen. Und das machen wir auch die ganze Reihe bis zum Ende. Immer die dritte und die vierte abnehmen. Diese Reihe beende ich auch mit einer Abnahme. Hier habe ich noch 2 Maschen übrig. Das war jetzt schon Reihe 10. Und jetzt haben wir echt nicht mehr viel. Und gleich machen wir auch schon jetzt die Nase rein. Das können wir jetzt schon machen. Das ist alles euch überlassen. Ihr könnt natürlich auch das einfach nur mit Faden rannähen. Es muss nicht unbedingt Sicherheitsaugen sein oder Sicherheitsnasen. So, den lasse ich jetzt ein bisschen länger. Den nehme ich mir mal als Referenz. So, erstmal stecke ich die rein, um zu gucken, ob mir das so gefällt. Und nachher mache ich hinten noch die Festschlüsse dran. So, ich finde, so passt es jetzt erstmal. Nachher mit den Details und den Ohren sieht nachher alles ganz anders aus natürlich. Und jetzt mache ich hier noch hinten die Stecker rein. Jetzt können wir das schon mal ein bisschen mit Füllwatte voll machen. Jetzt fangen wir hier in Reihe 11 an und hier häkeln wir erstmal nur eine feste Masche in die nächste. Und von der zweiten und von der dritten nehmen wir uns wieder eine Schlaufe und nehmen die gemeinsam ab. Und das machen wir auch einmal bis zum Ende der Reihe und dann wird das schon alles viel kleiner und enger hier. Eine feste Masche und von der zweiten und von der dritten gemeinsam abnehmen.
Und hier am Ende habe ich hier noch 2 feste Maschen. Eins und 2. Und dann sind wir mit dieser Runde auch fertig. Und den Rest vernähe ich den jetzt mit der Vernähnadel einmal zu. Ich schneide den Faden jetzt ein bisschen großzügiger ab. Ziehe es raus. So, ich habe das Stück jetzt schon auf meine Vernähnadel getan, aber ich glaube, ich muss hier noch ein bisschen Füllwatte reintun. So, das reicht. Und jetzt gehe ich hier oben einmal durch eine Schlaufe von jeder Masche durch. Und dann können wir das zuziehen. So, jetzt hat sich das hier auch geschlossen. Und jetzt können wir einfach hier ein paar Mal durchgehen und unseren Faden so gesehen in der Füllwatte vernähen. Faden können wir jetzt abschneiden. Somit ist hier unser Kopf schon mal fertig und alles andere machen wir jetzt mit Nadel und Faden. Jetzt ist es natürlich euch überlassen, wie ihr die Schnurrhaare macht, den Mund, ob ihr so Augenbrauen macht. Die Ohren machen wir gleich natürlich gemeinsam und das machen wir einfach nachher da dran. Und den Körper zeige ich natürlich auch gleich. Und ich mache jetzt das Gesicht einmal im Schnelldurchlauf und das ist euch überlassen, wie ihr das gerne möchtet. So, ich habe jetzt soweit die Schnurrhaare und den Mund ran gemacht. So sieht das jetzt aus. Und jetzt machen wir die Ohren. Erst dann sieht es auch richtig aus wie ein Hase. Dafür fangen wir an und legen uns einmal unseren Faden hier auf die Nadel, drehen es einmal, ziehen einmal durch und ziehen fest. Und jetzt häkeln wir einmal 12 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Das ist unser Anfang. Jetzt stechen wir hier direkt in die nächste rein. Hier. Holen den Faden von hinten nach vorne raus und machen eine Kettmasche. Jetzt in die nächste machen wir eine feste Masche. Ganz normal eine feste Masche in die nächste Masche. Das sind so die Ohrenspitzen. Dann holen wir uns den Faden auf die Nadel, stechen in die nächste rein und häkeln ein halbes Stäbchen, das heißt
Wir ziehen direkt durch alle 3 Schlaufen durch. In die nächste nehmen wir wieder den Faden, häkeln rein und zwar ein ganzes Stäbchen. In die nächste wieder ein Stäbchen. Jetzt den Faden zweimal auf die Häkelnadel wickeln, in die nächste rein und wir häkeln ein doppeltes Stäbchen. In die nächsten beiden wieder jeweils ein Stäbchen. Dann wieder ein halbes Stäbchen. Eine feste Masche. Und in die letzte eine Kettmasche. So ist jetzt unser erstes Ohr fertig. Jetzt können wir den Faden hier einmal abschneiden, einmal rausziehen. Hier unten mache ich direkt einen Knoten rein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr hier auch wie bei dem hier noch eine andere Farbe noch drauf häkeln oder drauf vernähen. Und ansonsten ist das hier unser erstes Öhrchen. Und davon häkeln wir jetzt noch mal eins. Auf die Häkelnadel einmal drehen, einmal durchziehen. 12 feste Maschen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. In die nächste rein, eine Kettmasche, in die nächste eine feste Masche, dann ein halbes Stäbchen, dann ein Stäbchen, noch ein Stäbchen, ein doppeltes Stäbchen, ein Stäbchen, noch ein Stäbchen, ein halbes Stäbchen, eine feste Masche und eine Kettmasche. Das zweite Ohr ist auch fertig. Wieder abschneiden, Faden rausziehen, verknoten. So. Und die kommen hier gleich einmal dran genäht. So sieht jetzt schon mal das fertige Köpfchen aus. Nachher machen wir nur noch die Schlaufe und jetzt machen wir uns an den Körper.
Hier bei dem hatte ich 70 Luftmaschen benutzt. Wenn euch das zu viel ist, ihr könnt das natürlich individuell verkürzen. Ihr könnt anfangen mit 30, 40, 50, 60, wie ihr das möchtet. Das waren hier 70. Und ich glaube, ich mache das jetzt auch ein bisschen kürzer. Dafür nehme ich auch wieder die 2,5 mm Häkelnadeln. Meistens nehme ich aber 3,5. Wir legen uns den Faden einmal auf die Häkelnadel, drehen es, ziehen einmal durch und ziehen fest. Und jetzt, wie gesagt, die Anzahl, die ihr gerne möchtet. Wir machen jetzt, glaube ich, so 40, 2, 3, 4, 5, 6, 39 und 40. Jetzt haben wir unsere Luftmaschenkette mit 40 Luftmaschen oder die Anzahl, die ihr habt. So, jetzt arbeiten wir mit Stäbchen. Das heißt, wir nehmen uns den Faden auf die Häkelnadel, gehen hier nicht in die erste, nicht in die zweite, sondern in die dritte rein und häkeln ein Stäbchen durch die ersten beiden und durch die letzten beiden Schlaufen. Und in diese selbe Masche häkeln wir jetzt noch 3 weitere Stäbchen, also insgesamt 4 Stäbchen. Ich mache das gleich natürlich im Schnelldurchlauf. Ich zeige euch nur einmal den Anfang. Und jetzt überspringen wir gar nichts mehr und häkeln wirklich in jede einzelne Masche 4 Stäbchen rein, bis wir am Ende angekommen sind. Und dann machen wir noch die farbige Reihe. Das zeige ich euch auch einmal ganz kurz. Und den Rest spule ich dann im Schnelldurchlauf. Und man merkt hier schon jetzt nach der zweiten Masche, dass es anfängt sich zu drehen. Also keine Masche überspringen und auch nicht übersehen. Also hier direkt hier in die nächste rein und in jede Masche 4 Stäbchen reinhäkeln. So, ich habe jetzt jeweils 4 Stäbchen in jede Masche gehäkelt, bin hier oben jetzt angekommen und jetzt wechsle ich einmal die Farbe für den Rand. So, einmal festziehen und jetzt drehen wir das und werden jetzt einfach hier so gesehen zurückhäkeln, und zwar ganz normal nur feste Maschen. In jede Masche eine feste Masche und das die ganze Reihe entlang, also auch wieder bis nach unten. Das mache ich gleich im Schnelldurchlauf wieder. Nur den Anfang wollte ich euch wieder zeigen. Und dann wird es gleich aussehen wie bei dem anderen. Nur, dass es jetzt natürlich ein bisschen kürzer ist, weil ich jetzt hier nur 40 Luftmaschen gehäkelt habe. Und dann sieht das auch so hübsch aus. Das machen wir jetzt einmal bis zum Ende.
So, jetzt auch hier am Ende angekommen. Faden können wir abschneiden und dann einmal hier rausziehen. So sieht das jetzt aus. Ich finde auch, das sieht richtig, richtig hübsch aus, vor allem weil das halt die andere Seite ist und dadurch das Muster hier so ein bisschen anders ist. Und jetzt machen wir nur noch die Schlaufe und mit der Schlaufe verbinden wir den Kopf hier an den Körper und dann sind wir auch schon fertig. Für die Schlaufe häkele ich auch eine Luftmaschenkette. Das mache ich immer mit 45 Stück und den Anfang könnt ihr ein bisschen länger lassen. Damit vernähen wir gleich den Kopf. Einmal durchziehen und jetzt 45 Luftmaschen. So, 45 Luftmaschen gehäkelt. Die andere Seite lasse ich ungefähr so lang wie den Anfangsfaden. Dann einmal hier rausziehen. Beide Enden einmal auf die Vernähnadel. So habe ich das jetzt einmal auf die Vernähnadel getan. Dann nehmen wir uns den Kopf, gehen hier durch die Mitte. Einmal nach unten durch. So, dann ziehe ich das hier schon mal durch. Dann ist die Schlaufe hier schon mal dran. Und hier mit dem Rest gehe ich dann hier durch den Körper. Hier oben einmal mittig und dann gehe ich hier durch 2, 3 durch. So, und jetzt könnt ihr das einmal verknoten, vernähen, so wie ihr das möchtet. So, und ich mache das mal ganz schnell. Ich vernähe das mal und verknote das jetzt und dann sind wir gleich auch schon fertig. So, wir sind jetzt mit unserem Häschen fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch noch so wünscht. Und so sieht das jetzt aus. Ich habe hier nochmal einfach so Perlen dran gemacht. Ist natürlich kein Muss. Und das geht bestimmt auch noch schöner. Ihr kriegt das alle hin. Und dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Teilt gerne das Video mit Freunden und Bekannten. Und bis dahin.